Hallo und willkommen auf meinem Kanal Find Vintage Beauty. Ich packe hier Mystery-Pakete aus, auf der Suche nach schönem Vintage-Schmuck, den ich in meinem Online-Shop verkaufe. Besonders beliebt bei euch und auch in meinem Online-Shop ist der Perlenschmuck von Trifari aus den 60er Jahren. Deshalb möchte ich heute meine neuesten Einkäufe mit euch teilen. Diese Perlenkette hier ist der älteste Schmuck, den ich hier habe. Da ist Trifari hier mit dem Krönchen, ohne Copyright-Zeichen. Ich denke, die Kette ist aus den 40ern oder 50er Jahren. Besonders schön sind die Perlen und ihre schöne nostalgische Farbe und der tolle Verschluss mit den Baguette-Strasssteinen und dieser schönen eckigen Form, die ja auch sehr an die Art Deco-Zeit erinnert. Dann habe ich hier noch eine sehr schöne kleine Perlenkette aus den 50er Jahren. Hier auch Trifari ohne Copyright-Zeichen, also wahrscheinlich noch vor 1955, mit also dieses typische Enge um den Hals. Und ich finde auch sehr schön und elegant diesen kleinen Perlenverschluss. Sehr schön. Und dann besonders beliebt sind die kleinen Perlenclips. Hier dieser Clip und auch diese Signatur ist von 1957. Durch die ganzen 60er Jahre hat Trifari das produziert bis Anfang der 70er Jahre. Also hier besonders tolle, kleine, klassische Perlenclips. Bisschen romantisch sind sie auch. Dann diese hier, Perlen kombiniert mit gebürstetem Metall. Das Material hat sehr gut überlebt und ist sehr oft in einem sehr guten Zustand. Also sehr schöne florale Clips. Und diese hier, die finde ich auch sehr, sehr schön, mit diesem Perlenrändchen doppelt umkreist, mit dem typischen Clip wieder aus den 60er Jahren. Also sehr schön fröhlich sehen die aus, finde ich. Und auch nicht zu elegant. Die könnte man auch sehr gut sportlich stylen. Dann diese Brosche, die ist toll. Da bin ich sehr, sehr glücklich, dass ich die ergattern konnte. Das ist auch ein Bookpiece. Und hier sieht man die Verwendung von den Perlen mit Strassstein, wobei die Strasssteine hier wirklich also nur noch eine Begleiterscheinung sind, damit dieser Schmuck eben auch am Tag getragen werden kann und nicht zu festlich wirkt. Eine sehr schöne große Perlenbrosche. Und was ich auch sehr gerne mag von Trifari sind dieser Blattschmuck, der so ein bisschen tropisch wirkt, finde ich. Die Pflanzen, die man sich hier als Design vorgenommen hat, die sehen immer so ein bisschen tropisch aus. Und auch wieder kombiniert, gebürstetes Metall mit hochglänzendem. Dazu gibt es auch die Clips dazu, sind so schön geschwungen. Und da habe ich einige Variationen. Es gibt zum Beispiel diese Brosche hier. So ein bisschen. Ja, es ist gar nicht mehr, also erinnert gar nicht so an Pflanzen, ist fast so ein bisschen abstrakt. Finde ich auch sehr, sehr, sehr typisch für die 60er Jahre. Und dann habe ich hier noch ein paar sehr schöne Clips. So würden sie aussehen. Die Blätter sind schön geschwungen und schmiegen sich schön um die Ohrläppchen. Also ich finde auch ein ganz, ganz tolles Design. Eben das Besondere an Vintage-Schmuck ist, ich liebe es, wenn die Ohrringe immer einen rechten und einen linken haben.
Und das umrahmt besonders schön das Gesicht. Und diese hier, so rum gehören sie, nee, so rum wahrscheinlich, so. Ja, auch schöne geschwungene Blätter, die so leicht eine tropische Optik haben. Dann diese Kette hier aus den 60s, auch schön elegant. Diese Collierartigen Ketten sind zurzeit sehr im Trend und auch sehr beliebt, werden gerne gekauft, komplett aus Metall. Und ich kann das auch sehr gut verstehen. Das ist ein sehr zeitloser Schmuck, also von dem hat man sehr lange etwas. Und auch sehr beliebt sind diese türkisfarbenen Steine von Trifari, hier als Cabochon. Und zwar Cartier war der Erste, der diese Steine zu Cabochon geschliffen hat. Und als es in den 1937 Lucide gab, wurde das sehr gerne von den Modeschmuckdesignern aufgegriffen und eben nachgemacht als Modeschmuck. Und die tollen sommerlichen Farben. Sehr, sehr schön. Dann, wie immer, müssen ein paar Armreife sein, weil das auch ein Favorit ist. Also hier einer mit den schönen Facetten und noch ein schmalerer, den man gut mit den Armreifen, die man schon hat, kombinieren kann. Diese Schiene ist auch wieder so gebürstet, sehr typisch für die 60er. Und diese Kette, das sind schon so Ende der 60er Jahre, wo es auf die Hippie-Zeit zugeht. Blumendesign mit Kettentroddeln und die Anhänger sind groß und beweglich. Sie machen eben jede Bewegung mit und kreieren einen tollen, lebendigen Look. Vielen Dank, dass ihr bis zum Ende zugeschaut habt. Ich würde mich über ein Abo von euch sehr freuen und mich würde sehr interessieren, welches Schmuckstück euch am besten gefällt und generell welchen Schmuck ihr mögt, welches Jahrzehnt euch gut gefällt. Schaltet wieder ein, bis bald.